Hallo liebe BVB-Fans und herzlich willkommen zurück auf Werners Fußballecke. Am 8. Spieltag der Bundesliga steht ein echtes Heimhighlight an. Borussia Dortmund empfängt im Signal Iduna Park den 1. FC Köln. Das heißt, hier trifft der 4. auf den aktuellen 6. der Fußball-Bundesliga. Also ein echtes Topspiel. Grüße gehen schon mal raus nach Markus und André. Und die große Frage ist natürlich, holt der BVB nach dem Champions-League-Sieg in Kopenhagen jetzt auch endlich wieder 3 Punkte in der Bundesliga? Wenn dir meine Prognose gefällt, lass gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal, damit du keine BVB-Videos mehr verpasst. Bevor wir gleich über die mögliche Aufstellung vom BVB-Trainer Niko Kovac sprechen, hier ein kurzer Blick auf die Ausgangslage. Dortmund hat sich in der Champions League eindrucksvoll zurückgemeldet und den 2. Sieg in Folge gefeiert. Aber in der Liga, da muss dringend wieder ein Sieg her. Und das jetzt zu Hause vor der gelben Wand. Nach der Niederlage am 7. Spieltag beim FC Bayern und davor mit dem 1:1 zu Hause gegen Leipzig muss man jetzt auf jeden Fall 3 Punkte zu Hause gegen Köln holen. Das hier wäre schon mal eine mögliche BVB-Aufstellung, bevor wir uns aber über diese Startelf hier ausführlicher unterhalten, beziehungsweise es gibt dazu noch eine andere Variante, schauen wir uns hier noch kurz ein paar wichtige Infos zum Spiel von Dortmund gegen Köln an. Also dranbleiben. Ja Leute, hier sehen wir gerade die aktuelle Bundesliga-Tabelle, kurz vor dem 8. Spieltag. Der BVB steht momentan mit 14 Punkten auf Platz 4. Das bedeutet nur 2 Punkte Rückstand auf Leipzig, die aktuell Zweiter sind. Und genau diesen Abstand muss Dortmund jetzt verkürzen. Oder besser gesagt, er darf auf keinen Fall größer werden. Heißt also ganz klar, zu Hause jetzt gegen Köln müssen 3 Punkte her. Leipzig spielt übrigens in Augsburg und der VfB Stuttgart empfängt Mainz. Also Dortmund kämpfen und siegen. Aber Vorsicht Leute, den 1. FC Köln darf man auf keinen Fall unterschätzen. Der FC hat auswärts schon in Mainz und Hoffenheim gewonnen und beim VfL Wolfsburg 1 Punkt geholt. Und dann natürlich Said El-Mala. Der Mann ist aktuell in absoluter Topform. Mit seinen 2 Treffern in den letzten beiden Bundesligaspielen hat er den Kölnern quasi 4 Punkte im Alleingang geholt. Insgesamt steht El-Mala bei 3 Saisontoren und einer Vorlage, also den sollte Dortmund auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Und noch ein spannender Fakt: Köln hat in allen bisherigen 9 Bundesligaspielen mindestens ein Tor erzielt. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht vergessen, Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart stellen mit nur 6 Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Bundesliga. Also defensiv steht der BVB auf jeden Fall stabil. Aber wie ich immer sage, dieses Spiel wird ganz sicher nicht 0:0 enden. Mit einem Sieg zu Hause könnte Dortmund sogar wieder auf Platz 2 in der Tabelle springen. Also Motivation genug, oder? Werfen wir mal einen Blick auf die letzten 4 Duelle zwischen Dortmund und Köln. Da sieht man direkt 2 Heimsiege für den BVB und dazu ein klarer 4:0 Auswärtssieg im letzten Aufeinandertreffen in der Saison 2023/24. Also, die Statistik spricht eindeutig für Dortmund. Aber nochmal, den FC niemals unterschätzen. Wenn der BVB sein Spiel konsequent durchzieht, dann sind die 3 Punkte absolut drin. Und ein weiter positiver Punkt: auch Trainer Niko Kovac hat eine gute Bilanz gegen Köln. 2 Siege und ein Unentschieden. Klar, zwar noch aus seiner Zeit in Wolfsburg, aber immerhin, er weiß, wie man gegen den FC gewinnt. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, der BVB-Kader ist aktuell natürlich deutlich stärker besetzt als der noch damals vom VfL Wolfsburg. Also, das sollte zusätzlich Selbstvertrauen geben. Ja Leute, kommen wir zur möglichen BVB-Aufstellung gegen den 1. FC Köln. Zum Ersten, es gibt keinen Grund an der Defensive groß etwas zu ändern. Im Tor natürlich ganz klar Gregor Kobel,
Davor die Dreierkette mit Ramzi Bensebaini, Nico Schlotterbeck in der Mitte und rechts Waldemar Anton. Ja, Anton hatte gegen Kopenhagen vielleicht nicht seinen besten Tag, aber trotzdem, er ist auch einer der Gründe, warum Dortmund bislang nur 6 Gegentore kassiert hat. Und das kann sich echt sehen lassen. Dazu, Nico Schlotterbeck ist laut Kicker aktuell sogar der beste Abwehrspieler der Bundesliga und Bensebaini steht immerhin auf Platz 8. Auch Kobel selbst belegt den 5. Rang unter den besten Torhütern der Bundesliga. Also, die Defensive ist wirklich top drauf aktuell. Und Schlotterbeck ist für den BVB nicht nur defensiv Gold wert, sondern auch im Aufbauspiel einer der besten der Liga bzw. bestimmt in ganz Europa. So einen brauchst du auf jeden Fall im Team. Im zentralen Mittelfeld hat sich für mich ganz klar einer festgespielt. Felix Nmecha. Der Typ ist eine Maschine, arbeitet nach hinten, gewinnt die meisten Bälle und schaltet blitzschnell um in die Offensive. Mit 4 Toren und einer Torvorlage in 11 Spielen hat er richtig starke Zahlen. Dazu wurde Nmecha in das Champions League Team für den letzten Spieltag gewählt. Also auf jeden Fall gesetzt. Daneben, und das ist jetzt spannend, würde ich Joe Bellingham bringen. Nach seiner richtig guten Leistung in der Champions League hat er sich eine weitere Startelf-Chance auf jeden Fall verdient. Und vielleicht bringen Nmecha und Bellingham jetzt zusammen mehr Konstanz in das BVB-Mittelfeld. Klar, Marcel Sabitzer hat solide gespielt, aber mit nur 41% gewonnenen Zweikämpfen bis jetzt fehlt ihm da etwas Präsenz. Bellingham bringt mehr Dynamik, mehr Tempo und das kann Dortmund gegen Köln auf jeden Fall gut gebrauchen. Und dann natürlich Svensson. Läuferisch überragend, kämpferisch top, aber da geht in der Offensive eigentlich noch ein bisschen mehr, auch bei Svensson. 2 Tore ja, aber noch keine Vorlage, also da darf gerne noch ein bisschen mehr Zug zum Tor bzw. nach vorne kommen. Defensiv gehört er allerdings klar zu den Besten im BVB-Team. Auf der rechten Seite Jan Kauto. Klar, gegen Kopenhagen war es nicht sein bestes Spiel, nach hinten ordentlich, nach vorne eher blass. Aber ich würde ihm weiter das Vertrauen geben, denn seine große Stärke ist das Offensivspiel und genau das braucht Dortmund momentan noch konstanter. Da ist Ryerson einer mehr für das defensive Spiel. Aber klar, Jan Kauto muss seine Leistung jetzt stabilisieren, dann wird er richtig wichtig für den BVB. Und vorne, ja, da wird es auch richtig spannend. Auch wenn er gegen Kopenhagen kaum zu sehen war, würde ich Julian Brandt nochmal bringen. Der braucht jetzt Rhythmus, 2-3 Spiele am Stück, dann kommt er in Form und zeigt auch wieder das, was er in den letzten Jahren konstant abgeliefert hatte. Tore und Vorlagen. Brandts BVB-Statistik bis jetzt 276 Spiele, 49 Tore und 68 starke Torvorlagen. Maximilian Bayer hingegen bisher 1 Tor, 2 Torvorlagen in 10 Einsätzen. Und nicht vergessen, er stand 8 Mal bis jetzt in der Startelf. Bayer kann viel mehr, das wissen wir alle, aber aktuell würde ich eher ihn als Joker bringen in der zweiten Hälfte, wenn es nochmal Tempo oder halt auch Gefahr braucht. Dafür in die Startelf Karim Adeyemi. Er hat das Potenzial, das wissen wir auch alle, ein Spiel allein zu entscheiden zu können. Wie beim 1:0 gegen Wolfsburg oder sein Treffer zum 2:0 in Mainz. Wenn einer für den Unterschied sorgen kann, dann Adeyemi. Denn ganz ehrlich, wenn man mal einen Guirassy vorne zugestellt hat, dann brauchst du andere, die Torgefahr ausstrahlen. Und das tut Adeyemi aktuell einfach besser als Bayer. Und im Sturm keine Diskussion, Guirassy. 10 Spiele, 6 Tore und 4 Torvorlagen. Eine überragende Quote. Okay, zuletzt 3 Spiele ohne Treffer, aber immerhin 2 Vorlagen. Und sein letztes Tor, das 3:1 in der Champions League zu Hause gegen Bilbao. Und ich sag's euch, gegen Köln trifft er wieder. Mindestens einmal versprochen. Als Backup steht Fabio Silva bereit. Erst 49 Spielminuten seit seiner Verletzung, aber schon ein Tor. Den würde ich als Energizer von der Bank
bringen für frischen Wind in Halbzeit 2. Also Leute, das wäre meine Startelf für den BVB gegen Köln. Stabil in der Defensive, Kreativität im Mittelfeld und gefährlich vorne. Natürlich hat Kovac mit Spielern wie Sabitzer oder Silva noch richtig gute Optionen in der Hinterhand. Aber zu viel umbauen würde ich nicht. Die Mannschaft aus dem Kopenhagen-Spiel hat funktioniert. Wie gesagt, für Bayer will ich halt Adeyemi in die Startelf nehmen. Dazu sehe ich das BVB-Spiel gegen Köln aktuell zu wichtig an, was die Bundesliga-Tabelle angeht, als man das jetzt wieder großartig umstellt. Wie zum Beispiel beim Spiel gegen die Bayern. Das ging ja voll in die Hose. Und genau mit dieser fast eingespielten, hungrigen Elf hier kann Dortmund jetzt auch in der Bundesliga voll angreifen. Dann, wie gesagt, ein Silva, Chukwuemeka oder auch wenn Sabitzer in der zweiten Hälfte für neuen frischen Wind und Power reinbringen. Also das hier wäre meine Dortmund-Aufstellung für das Heimspiel gegen Köln. Wie würdest du den BVB aufstellen? Schreib es mal gerne in die Kommentare. Ach ja, und mein Tipp, nicht vergessen, ich tippe auf ein 2:1 Heimsieg von Dortmund gegen Köln. Das wird ein Spiel mit vielen Torchancen werden, heiklen Strafraumszenen. Ja, was ist dein Tipp? Schreib deinen Tipp für den BVB gegen Köln in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Lass gerne ein Like da und abonniere Werners Fußballecke für mehr BVB-Videos. Also dann, bleibt sportlich und viel Spaß. Wir sehen uns. Tschüss.